Der Sponsor der heutigen Sendung ist Nekton. Gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze und vertreibe Nekton seit über 30 Jahren. Also ein absoluter Klassiker, der Vitaminspezialist für eure Reptilien und Heimtiere. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein wunderhübscher Königspython, Klassik Wildfarben. Warum bringe ich euch einen Klassik Wildfarbenen Königspython mit? Wegen dem Thema heute. Ne? Thema heute ist A wie Anfang. Ne? Ihr habt so gewollt, ich berichte von meinen Anfängen bzw. meinen ganzen Leidensweg sozusagen, den müsst ihr jetzt mitleiden. Und der fing mit so einem Klassik Königspython an, 1988. Lasst mich rechnen, dass ich nicht falsch mache. Genau, 1988 ein Königspython. Deutsche Nachzucht übrigens, war der Anfang meiner Terrarienlaufbahn. Wie gerade gesagt, 1988 hatte ich meinen ersten Königspython. Ungefähr 2 Jahre später hatte ich Wartezeit. Ich war fertig mit der Bundeswehr. Ich wollte studieren. Meine Noten waren zu schlecht, also hatte ich Wartezeit auf einen Studienplatz. Und da fing es an, hier mit dem Markus Dilger hier auf dem Foto. Das bin ich, by the way. Das ist der Markus Dilger. Der hatte damals schon alle möglichen Schlangen, Tigerpythons, vor allem große Tiere. Der hat ein großes Terrarium gehabt. Wir sind Kumpels geworden und haben uns 1990 dann überlegt, wir machen ein Reptiliengeschäft auf. Ne? Das Reptiliengeschäft haben wir dann Markus und Stephans Reptilienlädle genannt. Ne? Markus und Stephans Reptilienlädle. Leider habe ich von der Zeit kein Foto, kein gar nichts mehr. Ärgert mich. Ich nehme an, ihr werdet auch nichts davon haben. Falls irgendein Kunde von damals zuguckt und ein Foto hat, ich würde mich wahnsinnig freuen. Schon allein dieses Ladenschild Markus und Stephans Reptilienlädle habe ich leider nicht mehr. Habe mich dann auch ein gutes Jahr später haben wir uns schon wieder getrennt, der Markus und ich sind getrennte Wege gegangen und ich habe aus dem Markus und Stephans Reptilienlädle ein M&S Reptilien gemacht, ne? Daher auch der Name M&S für Markus und Stephan. Ich habe das einfach so, beziehungsweise das haben wir noch zusammen gemacht, der Markus und ich, und aber kurz drauf ist er dann ausgeschieden aus der Firma wieder und dann habe ich das M&S einfach beibehalten. Das ist noch dieses ganz alte Geschäft in Villingen in der Herzstraße. So sah der Eingang aus, so fing alles damals an. Schon relativ bald, 1992, kam ich auf die Idee eines Online-Shops. Da hat mich ein Österreicher, der macht jetzt das Terraristik.com Forum übrigens, fällt mir gerade der Name nicht ein, egal, verzeih's mir. Der hat mich auf die Idee gebracht und hat gesagt, Mensch, online, sowas läuft, das machen die Leute, machen Online-Shop, und der hat mir, ich glaube für ein paar D-Mark damals, so eine Online-Seite erstellt. Da konnte man bestellen, also da war natürlich kein Shopping-Card und so weiter, man konnte nur die Artikel sehen, sich den Artikel aufschreiben, uns anrufen und sagen, den und den Artikel will ich bestellen oder uns eine Bestellkarte schicken. Ne? Also das war 1992, ging M&S Reptilien schon online, da war ich wirklich einer der Ersten, das war eigentlich ganz witzig. Dann habe ich euch eben noch von diesem M&S Reptilien, wo ich euch gerade die Eingangstür gezeigt habe, habe ich euch hier noch 2 hübsche Fotos, wie es da drin aussah. War eigentlich ein wirklich schönes Geschäft. Wir haben da viel mit Holz, haben wir alles selber gebastelt, zugesägt, Löcher reingebohrt und da die Terrarien gemacht hier. Ne? Hier sieht man so die Theke ein bisschen, ne? Das war so die Theke, unten drin natürlich auch Terrarien. Wir waren total Terrarien verrückt. Wir haben, also alles, was wir gebaut hatten, musste ein Terrarium drin sein. Ne? Die Theke ein Terrarium. Wir hatten so einen Tisch, wo man hinsetzen konnte. Der Tisch war natürlich auch ein Terrarium. Da waren dann, glaube ich, irgendwelche Pandinus Imperator oder irgendwas Bodenlebendes drin. Also man hat hinter der Glasplatte waren auch die Tiere drin. Also alles, was wir gemacht hatten, musste irgendwie Terrarium letztendlich draus werden. Ich glaube, jeden Schrank, alles haben wir zu Terrarien umgebaut.
Dann fing auch die Zeit, die internationale Zeit an, 1993. Damals noch in Daytona war immer die National Reptile Breeders Expo. Ich glaube, die erste war 92. Ich war, wenn ich mich recht erinnere, 93 zum ersten Mal dort. Das war international das Meeting der Terrarienszene. Ne? Da waren damals eigentlich schon alle großen Leute der Szene. Ein Brian Barczyk war da, ein Kevin McCurley, wie hießen sie alle? Bob Clark war bestimmt da. Dave, wie heißt er? Fällt mir jetzt auch der Name nicht ein. Egal. Auf jeden Fall, ich war auch dort. Hier auf dem Foto war leider auf dem Zimmer. Ich habe kein Foto gefunden, wo wir auf der Messe waren. Hier ist ein Russ Gurley, den kennt man international auch. Ein Raymond Hauser hier, ne? Genau, die alte Story Procamerus reticulatus. Wieso kam der auf die Idee, das Procamerus zu nennen? Damals hat man uns kennengelernt, haben das Zimmer geteilt und dann hat er gemeint, er muss den Netzpython Procamerus reticulatus taufen. Also das ist der Ray Hauser hier. Da hinten der Karim Dawes, ne? Ferme Tropicale aus Frankreich, war auch schon mit dabei. Wie gesagt, da hat man sich getroffen in Daytona. Man hatte ja keine E-Mail, kein irgendwas, sondern alle Leute sind nach Daytona geströmt. Da ist man nachts gesessen, die ganze Nacht, hat Bier getrunken, hat über Reptilien gequatscht. Absolut eine coole, geile Zeit. Dann sind wir 1993, 94 innerhalb von Villingen umgezogen, ne, von der Villinger Südstadt in die Fockenhauser Straße, hatten dort dann auch schon einen größeren Laden. Von dort habe ich fast gar keine Bilder, die ich euch zeigen kann. Das war aber diese Station 93, 94, also das erste Mal vergrößert oder in einen größeren Laden umgezogen. Was ich von damals noch gefunden habe, sind so Bilder wie hier. Ich hier zur Rechten und der Mann hier auf dem Bild, das ist der Bürgermeister von Villingen-Schwenningen. Ne? Hier nochmal so ein Bild. Also damals, wenn man Reptilien hatte, da war man natürlich voll der Exot sozusagen. Und da kam dann auch mal der Bürgermeister und hat einem die Hand geschüttelt und wollte auch mal die Schlangen anfassen und so weiter. Also das war so die Zeit 94, 95, ja genau 1995 in dem Fall. Schlangenshow mit Bürgermeister sozusagen. Zu der Zeit, 95, 96, haben wir die ersten Kataloge gemacht. So sah das damals aus, M&S Reptilien. Der hatte dann so kopierte Blätter drin. Ne? Vorne waren die Tiere, hinten war das Zubehör. Das alles noch in D-Mark übrigens. Ach, ist eigentlich ganz interessant. Also eine Dose Heimchen hat damals 5 Mark gekostet, ne? Also da kann keiner was sagen. Heute kostet eine Dose Heimchen, was weiß ich, keine 2 Euro mehr. Damals noch 5 Mark. Mal gucken, was die Futternager. Eine Ratte 4,50 Mark, eine Maus 2 Mark. Ne? Also da hat man es heutzutage schon besser. Ne? Da waren hier so die Heizkabel, genau. Man hat damals alles mit Heizkabel geheizt. Also was wir Heizkabel verkauft haben, ne? Das war die Terrarienheizung schlechthin. Und dann auch diese grünen Aculux-Heizmatten gab es schon. Ja, so sah er aus. Hier Nekton, genau. Nekton kennt ihr, die sponsoren uns ja immer wieder die Folgen mal. Und auch damals war Nekton schon, da gab es schon Nekton MSA, Nekton Rep zu erschwinglichen Preisen. Ja, das war so die ersten Kataloge waren das. Dann hatten wir 1997, sind wir hierher gezogen nach Weigheim in diese Räumlichkeit hier. Das ganze Ding hier war damals oder bevor ich hierher gezogen bin, war das hier eine Kegelbahn mit Wirtschaft nebendran. Das haben wir umgebaut, also von außen sah das so aus, so schön Holz vertäfelt. Ja, das Firmenschild haben wir gleich, das war das Erste, was ich gemacht habe, Firmenschild hinten machen. Aber ansonsten war innen drin noch die mehr oder weniger fast die Kegelbahn hier drin. Da mussten wir alles umbauen. Hier ein paar Umbaufotos. Da habe ich
Ja, witzig, das kann ich mich sogar noch erinnern. Da haben wir die Krokodilanlage für unseren Charlie damals, ne, da ist der Charlie hier eingezogen, haben wir die Krokodilanlage zusammengeschweißt, ne, dieser Metallrahmen unterm Landteil. Da war ich handwerklich noch richtig begabt zu der Zeit. Hier auch interessantes Bild, der Thomas Ackermann und seine Frau. Der Thomas Ackermann ist ein begnadeter Cartoonzeichner von Reptilien, gibt auch diverse Bücher, Testudo und Fennec zum Beispiel, das Buch hat auch er gezeichnet. Der hat uns hier die Wände mit irgendwelchen schönen Reptilienmotiven hier im Geschäft verziert, kam extra hier 2-3 Tage runter und hat es schön gemacht. Ja, hier nochmal Bilder, wo man noch den Rohbau der Halle sieht. Hier ebenfalls Rohbau, so sah es am Anfang aus, beziehungsweise nach den ersten Wochen, Monaten. Ne? Alles in allem haben wir hier ja auch, ich glaube, ein rundes halbes Jahr umgebaut, bis alles fertig war. Viel in Eigenarbeit. Ne? Damals war das Geld nicht so üppig oder war es nicht üppig. Und die Bank hat natürlich auch nicht gesagt, klar, wir geben dir einen riesen Kredit. Man musste im Prinzip viel oder das meiste selber machen, damit sich die Kosten im Rahmen gehalten haben, weil die Banken bei Reptilienhandel mit dem Kopf geschüttelt haben oder beziehungsweise bedingt mit dem Kopf geschüttelt haben. Zu der Zeit, also vielen Dank an meine Hausbank damals, Namen will ich jetzt nicht erwähnen, die hat mir tatsächlich aber schon einen entsprechenden Kredit gegeben, die es mir überhaupt ermöglicht hat, diese Kegelbahn in ein Reptiliengeschäft umzubauen. Ne? Also da hat der Banker mich schon ein paar Jahre gekannt und hat gesagt, ah doch, das, was der Brockhammer macht, das scheint was zu werden, und hat tatsächlich den Kredit bewilligt und ich durfte hier umbauen. So sah es dann aus, das war der Eröffnungstag, strahlend blaues Wetter, da hinten irgend so ein Heißluftballon sogar rumgeflogen an dem Tag. Die Autos waren da, was auch witzig war, wo die Eröffnung war, da war wirklich die Bude rammelvoll. Wir hatten ein bisschen Werbung gemacht und eben Reptilien waren ja wirklich exotisch. So fing es am Morgen an, da sind die ersten Leute gekommen, aber wie gesagt, es wird noch viel mehr. Das war hier so voll, da kam sogar im Radio, im Verkehrsfunk, dass in Villingen, Schwenningen, Weikheim irgendwie Autobahnabfahrt, Verkehrschaos oder Verkehrsstau oder sowas. Also tatsächlich sind hier so viele hergekommen zu der Eröffnungsfeier, dass es sogar im Radio in den Verkehrsnachrichten kam. Also der Hof ist eigentlich gar nicht so groß, ich weiß nicht, wie das geschehen ist, aber dem war tatsächlich so. Interessante, lustige Sache. Dann dann hatten wir uns hier ein bisschen eingelebt, dann hatte ich wieder ein bisschen Zeit, dann habe ich 1998 mein erstes Buch veröffentlicht, Albinos, ging letztendlich eben um die ganzen Farbvarianten. War ich natürlich mächtig stolz, mein erstes Buch in den Händen zu halten, und war für mich persönlich schon ein Meilenstein in meiner Firmengeschichte. Dann haben wir zu der Zeit ungefähr 99, 2000 haben wir angefangen, richtig schöne Kataloge zu machen, ne? Bunt, farbig, auch innen drin mit, im Mittelteil hat man immer schon so redaktionellen Teil, oder hier ist auch interessant, guckt mal hier, da haben wir erklärt, beziehungsweise war ein Auszug aus dem Buch, wie man Königspython sondiert, ne? Also ich habe mich damals schon berufen gefühlt, irgendwie meine Reptilien-Message nach außen zu tragen. Hier Ratgeber, seltene Boas. Ich glaube, das hat der Stöckel damals sogar verfasst, den Bericht. Wo steht's? Doch, Hermann Stöckel, genau. Der hat den Bericht gemacht. Also so haben wir probiert, den Katalog ein bisschen aufwendig zu machen und nicht nur unsere Produkte anzupreisen, sondern auch ein bisschen eine Unterhaltung, oder hier recht die Haltung von Reptilien, auch ganz interessant. Terrariengröße, wie groß muss das Terrarium sein? Da haben wir schon versucht, wegen Aufklärungsarbeit zu leisten. Das war der Hauptkatalog, und dazu gab es dann eigentlich diese Tierliste. Die haben wir alle also hier Betriebsferien, Moment, wo steht das Datum? Ergänzungsliste Mai, Juni 1999. Ne? Da waren dann die
die Tiere hinten drin. Moment, wo haben wir es? Riesenschlangen, Dumerilsboa, 1138 D-Mark damals noch für so eine Dumerilli. Oder hier Hook Island Boa, 2 Meter, 1230. Madagaskar Boa, Acrantophis madagascarensis, 3590. Chondropython, 795. Ne? So hat man die Tiere hier in dieser Preisliste drin. Die hat man alle 2 Monate, glaube ich, haben wir sie rausgeschickt, genau Mai, Juni, und haben darüber unsere Reptilien verkauft. Ne? Das war dann immer die Ergänzung zum Hauptkatalog. Ach so, übrigens, genau, den Katalog, den ich gerade gefunden habe, der war jetzt 2003 oder 2004. Den 99er 2000 Katalog habe ich scheinbar keinen mehr. Falls jemand von euch einen hat, macht mal ein Foto, postet es bitte hier rein oder sowas. Beziehungsweise, wenn ihr wollt, schickt ihn mir zu. Wäre witzig, mal noch so einen wirklich alten 99er 2000er Katalog zu sehen. Also wenn ihr einen habt, Foto posten wäre klasse. Dann fing es an, 1999 habe ich meine erste Ghana-Reise gemacht. Ungefähr eben auch zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, bin ich das erste Mal nach Ghana geflogen. Wusste gar nichts über Ghana oder Westafrika. Ich weiß noch, ich war wirklich so klein, bin ich da gelandet, über Nigeria sogar geflogen. Ne? Also Nigeria ist ja ganz heißes Pflaster eigentlich, nach Ghana. Und habe dort dann angefangen mit den Königspythons. Eigentlich auch diese Farmzuchten, hübsche Babys sozusagen rauszusuchen in Afrika. Ne? Da kamen dann die ersten Piebalds waren zu dem Zeitpunkt sogar schon nach USA exportiert. Also da war ich 3, 4 Jahre sogar zu spät für die ersten Piebalds, ersten Albinos. Aber da kamen Sachen raus wie die ersten Cinnamons zum Beispiel, die ersten Spider kamen da raus. Und einige der Tiere konnte ich kaufen, einige gingen direkt nach USA. Das war so die Zeit in Afrika. Wenn ihr mal schaut, was ich hier gefunden habe an Fotos, das ist noch, so wurden die Königspython, die Farmzuchtbabys, also die Kisten, was ihr hier auf dem Autodach seht, die sind voll mit Königspython, in Beutel natürlich. Das sieht wenig radikal aus, aber das sind so große Holzkisten, da sind die Schlangenbeutel drin, jeweils, glaube ich, 10 Tiere oder so in den Beutel, waren die da festgemacht und so wurden die Tiere dann exportiert. Das Lustige ist einfach so der Transport von den Farmen auf den Flughafen, da wird es halt aufs Dach gebunden und ja, recht amüsantes Foto aus meiner Sicht. Ne? Dann allgemein war das so die Zeit des Reisens für mich. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit. Ich bin viel rumgekommen. Das hier war, ich glaube, da waren wir in Honduras oder Nicaragua, haben da so Brillenkaiman gefangen im Fluss, lebend natürlich gefangen und auch dann zum Fotografieren mitgenommen, da waren wir stolz und dann haben wir das Tier natürlich auch wieder freigelassen. Ne? Also ich hab nie irgendwas in der Natur gefangen, was ich mit nach Hause genommen habe. Ja, allenfalls vielleicht mal eine Spinne oder sowas, weiß ich nicht, aber nie ein Reptil. Das war so die Zeit des Reisens, Mittelamerika, Südamerika. Hier haben wir auch ein paar Bilder, das ist Galapagos. Damals hatte ich gemeint, ich muss mir mal meine Haare wieder abschneiden und das Ganze auch noch blond färben. Ne? Das hier ist so eine Galapagos-Riesenschildkröte. Das gleiche hier auch nochmal, Galapagos, hier die Iguanas, ne? die Salzwasser- oder wasserlebenden Iguanas, also nicht die Land, sondern die Sea Iguanas, genau sagt man auf Englisch. Wo man hier überall sieht. Ne? Galapagos war natürlich ein absolutes Highlight in meiner Reisezeit. Das ist was, wo man gar nicht sich vorstellen kann. Ne? Man sieht schon allein, wie zutraulich die Tiere sind. Die sind nicht immer abgehauen dort. Ne? Also unglaublich. Galapagos, wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, müsst ihr hingehen. Das ist echter Kracher. Das hier war Mittelamerika, El Salvador. Auf so einer oder Leguan-Zuchtfarm, da im Hintergrund sieht man noch so die Leguan-Dinger, die tun dort auch diese Sulcata-Schildkröten züchten. Das war auch ungefähr zu der Zeit, wie ihr an meinem hübschen blonden Kurzhaarschnitt erkennen könnt.
Also das war so die Zeit, wo ich meistens im Sommer sind wir auf die Reptilienbörse nach Daytona gegangen. Später ging die ja angefangen hat sie in Orlando. In Orlando war die Messe. Irgendwann ist die Messe umgezogen nach Daytona. Das war immer im Sommer. Da war ich auf dieser Messe. Und nach der Messe sind wir 2, 3, 4 Wochen irgendwo nach Mittel-Südamerika, Reptilien suchen, Reptilien fotografieren. Also wie gesagt, da hat sich im Sommer 4, 5 Wochen alles um Reisen und Reptilien gedreht. Wirklich coole Zeit gewesen. Ne? Dann im Jahr 2000 ging es los mit den Messen hier in Deutschland. Die Interzoo habe ich, glaube 2000 das erste Mal besucht. Seht ihr hier ein paar Bilder von den Messeständen. Damals hat man mit Fauna Tropics, im ersten Jahr hat man einen Gemeinschaftsstand mit Fauna Tropics. Nach 2 Jahren hat man dann einen eigenen Stand. Haben wir natürlich probiert, die Reptilien ein wenig zu zeigen. Hat auch einen riesen Anklang gefunden. Da waren wir einer der wenigen und einzigen mit Reptilien. Und das war auf so einer Messe natürlich echt ein Highlight. Wo man dann im Prinzip, man muss nur hinstehen und Reptilien dabei haben und der Messestand war voll. Ne? Das ist heutzutage auch nicht mehr ganz so extrem, aber damals waren wir mit Reptilien natürlich, wie soll ich sagen, gern gesehen, beziehungsweise die Attraktion vor allem auch. Ne? Dann hier 2001 kam mein erstes Königspython-Buch raus, Lebensraum, Pflege und Zucht hat es geheißen. Da habe ich so mein Afrika-Wissen versucht drin zu verarbeiten, ne, über Ghana, Togo, Benin, was ich da so auch in den Ursprungsgebieten gesehen habe, was man natürlich auch in der Zucht schon hier gelernt hat, in Deutschland oder Europa oder USA. Das habe ich probiert hier in dem Buch reinzumachen. War damals noch nicht so dick, wie ihr sehen könnt, aber ich glaube, es war gar kein schlechtes Buch. Ich würde sagen, selbst heutzutage, das was drin steht, würde ich nicht sagen, um Gottes Willen, stimmt alles nicht, sondern hat an sich soweit alles gestimmt, war aber halt bei weitem nicht so umfangreich wie was wir jetzt an Literatur haben. Aber ein ganz guter Einstieg und Anfang für mich, war ich natürlich auch mächtig stolz drauf, mein erstes Königspython-Buch. Dann geht es weiter mit 2006, da haben wir hier die Wurde ein wenig umgebaut, ein wenig renoviert. Ne? Da waren wir ja schon, wie viele Jahre waren wir da? Schon runde 10 Jahre hier. Dann wird es Zeit, dass man das wieder noch ein wenig schöner macht, ein wenig umbaut. Haben es von außen, von innen renoviert, von außen natürlich neu angemalt, isoliert, gedämmt, genau, dass wir hier die Wärme auch besser drin halten können. Und hatten so dann eine Wiedereröffnung nach Umbau sozusagen oder nach Erweiterung. Ne? Wir haben so alles ein bisschen größer gemacht, noch neue Räumlichkeiten kamen noch dazu, wo wir angebaut haben. Das war so die 2006er Wiedereröffnung. Hier haben wir auch ein hübsches Foto, das war auch im Jahr 2006. Das Tolle daran ist, wenn ihr hier auf dem Foto guckt, also fast alle Mitarbeiter haben wir heute noch. Ne? Da ist die Nadine drauf, die war fast von Anfang an dabei. Da ist der Alex mit auf dem Foto, da ist die Dagi mit auf dem Foto, da ist die Jasmin mit auf dem Foto, die Ludmila ist mit auf dem Foto, also die Anita ist mit drauf. Also von den Mitarbeitern, also auf dem Foto alle bis auf die Vanessa, die rechts unten zu sehen ist, eigentlich alle auf dem Foto, sind heute noch bei M&S Reptilien. Der Thomas, der ist leider verstorben vor 2, 3 Jahren. Das war auch eine Institution oder ein Terrarianer mit Fleisch und Blut, auch noch hier auf dem Foto drauf. Also alle von den Personen, wie gesagt, bis auf die 2, sind heute noch bei uns hier, finde ich auch eine tolle Sache. So schlecht kann es bei uns nicht sein, wenn die alle noch da sind. Dann das letzte Highlight ist 2009, da haben wir angefangen Reptil TV zu machen, hier in diesem Studio sozusagen, beziehungsweise da waren wir noch da drüben, haben wir angefangen zu filmen vor dem Riesenschlangenterrarium.
am Anfang der Flo und ich zusammen, ne, so der klassische Einstieg, Stefan, was machen wir denn heute? Ne, so haben wir immer die Sendung angefangen. Das war 2009, mittlerweile auch schon wieder deutlich über 10 Jahre her. Und ab 2009 bis jetzt muss ich jetzt auch keine Bilder mehr zeigen oder irgendwas, weil das könnt ihr alles in Reptil TV sehen. Da haben wir die letzten 11 Jahre dokumentiert und somit bin ich am Ende von A wie Anfang und habe einen kleinen, schnellen, ja, weiß nicht wie schneller war, ich hoffe ihr seid alle nicht eingeschlafen dabei, aber habe euch einen kleinen Rundumblick über die Laufbahn von mir bzw. M&S Reptilien gegeben. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.